Die Bundeswehr steht ganz im Dienst der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands. Als Armee der Demokratie ist sie in der Gesellschaft verwurzelt. Doch viele Menschen kommen nur selten mit dem Militär in Kontakt. Einmal im Jahr stehen die Tore am Tag der Bundeswehr in verschiedenen Regionen der Bundesrepublik offen und bieten Einblicke und Informationen der Aufgaben unserer Streitkräfte. Die Bundeswehr präsentiert sich an diesem Tag in ihrer ganzen Vielfalt. Die Soldatinnen, Soldaten und zivilen Beschäftigten laden alle Mitmenschen in ihre Kasernen ein. Die Teilstreitkräfte, Heer, Luftwaffe und Marine sind beim Tag der Bundeswehr mit eigenen Angeboten vertreten. Soldatinnen und Soldaten stellen ihren Fuhrpark, ihr Gerät und ihre Waffen vor, stehen für Fragen aller Art zur Verfügung und zeigen ihre Leistungsfähigkeit bei Live-Demonstrationen. Auch der neue Unterstützungsbereich gibt an mehreren Standorten einen Einblick in sein Aufgabenspektrum. Herzlich willkommen bei der dynamischen Waffenshow, dem Panzerballett der Panzerpionierkompanie 550 der Deutsch-Französischen Brigade. Die Panzerpionierkompanie 550 besteht aus 260 Soldaten und derzeit 122 Fahrzeugen. Von denen werden wir Ihnen an dieser Station die schwersten und mächtigsten vorstellen. Mit ihrer Ausbildung und Ausrüstung sind die Pioniere Wegbereiter des deutschen Heeres. Dazu besitzt die Panzerpionierkompanie 550 das gesamte Spektrum der baufachlichen Berufe. Vom Offizier und Bauingenieur über den Feldwebel und Bautechniker. Die Meisterebene in allen Handwerksberufen bis hin zum Unteroffizier und der Gesellenebene. In Abhängigkeit der Laufbahn kann ein Soldat all diese Ausbildungen bei der Bundeswehr erlangen. Der Kernauftrag der Kompanie ist das Fördern der Bewegungen eigener Kräfte, zum Beispiel durch das Öffnen von Minensperren, das Hemmen der Bewegung des Feindes, zum Beispiel durch das Sprengen von Brücken und das Erhöhen der Überlebensfähigkeit, zum Beispiel durch den Aufbau von Feldlagern und Infrastruktur.
Mit diesen personellen und materiellen Befähigungen ist die Panzerpionierkompanie 550 darüber hinaus fester Bestandteil im Katastrophenschutz des Landes Baden-Württemberg. Die Kompanie unterstützte bei der Hochwasserkatastrophe 2013 im Schwerpunkt Bayern und Sachsen. Auch zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich die Panzerpionierkompanie mit 122 Soldaten und Pioniermaschinen in Alarmbereitschaft, um jederzeit ausrücken zu können, um bei der jetzigen Hochwasserkatastrophe zu unterstützen. Als einzig verbliebene selbstständige Panzerpionierkompanie des deutschen Heeres erfüllt sie diverse Aufträge im binationalen Umfeld der deutsch-französischen Brigade. Seit ihrer Aufstellung im Jahr 1991 hat die Panzerpionierkompanie an den Einsätzen der Bundeswehr in Afghanistan, im Kosovo, Litauen und in Mali teilgenommen. Die 550 stellt Ihnen in den nächsten 20 Minuten auf dieser Station verschiedene Kettenfahrzeuge vor. Dazu bitte ich Sie, sitzen zu bleiben. Bitte verlassen Sie den markierten Bereich auch während der Vorführung nicht, da die gezeigten Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit fahren werden. Einige der vorgestellten Fahrzeuge sind auch etwas lauter, daher achten Sie in diesem Bereich besonders auf Ihre Kinder. Ein Kamerad wird Ihnen jetzt einmal vormachen, wie Sie den Gehörschutz richtig einsetzen können. Der Minenräumpanzer Keiler ist ein 54 Tonnen schweres, gepanzertes, mit einer schwenkbaren Räumeinrichtung versehenes Vollkettenfahrzeug auf Basis eines M48, das zum Räumen von verdeckt und offen verlegten Panzerabwehrminen eingesetzt wird. Mit seinem 7 Meter langen Räumwellenrahmen fräst er eine 4,70 Meter breite Gasse. Mit einer maximalen Tiefe von bis zu 25 cm bei einer Räumgeschwindigkeit von 4 km/h arbeitet sich der Minenräumpanzer durch eine Minensperre. Dabei werden bis zu 98% der offen und verdeckt verlegten Minen in der Räumspur durch die Wucht der Rotationsschlagkörper zerstört oder zur Detonation gebracht. Die Bewaffnung des Minenräumpanzer Keiler besteht lediglich aus 16 Töpfen der Nebelmittelwurfanlage sowie der Handwaffen der Panzerbesatzung. Die Besatzung besteht aus dem Kommandanten und aus dem Fahrer. Der Pionierpanzer Dachs ist ein gepanzertes, 43 Tonnen schweres Multifunktionsfahrzeug auf Basis eines Leopard 1. Ausgestattet mit einem Räumschild, einer Baggeranlage, einer Schneid- und Schweißanlage und einer Bergewinde, 35 Tonnen, die mit Einsatz einer Umlenkrolle auf 70 Tonnen erhöht werden kann. Das Fahrzeug kann Gewässer bis zu einer Tiefe von 4 Meter durchwaten. Er wird zum Bau von Feldbefestigungen, Behelfsstraßenbau und zum Herstellen von Gewässereinfahrten und Ausfahrten sowie der profilgerechten Bearbeitung des Gewässeruntergrunds genutzt. Die Bewaffnung des Pionierpanzer Dachs besteht aus einem Maschinengewehr 7,62 mm und 6 Töpfen der Nebelmittelwurfanlage sowie den Handwaffen der Panzerbesatzung. Die Besatzung besteht aus einem Kommandanten, dem Fahrer und einem Funker. Den Pionierpanzer Dachs können Sie heute Abend auf Schießbahn 4 live erleben.
Der Brückenlegepanzer Biber auf Basis eines Leopard 1 wird zum Überqueren von Gewässern und Geländeeinschnitten eingesetzt. Er ist dazu mit einer Panzerschnellbrücke ausgestattet. Die Brückenlänge beträgt 22 Meter. Davon sind aufgrund von Auflagerfläche 20 Meter nutzbar. Durch Einsatz von weiteren Brücken, die mit einem Brückenergänzungstrupp transportiert werden, ist die nutzbare Brückenlänge auf bis zu Einsatz 2 Brücken 30 Meter, Einsatz 3 Brücken 45 Meter erweiterbar. Fahrzeuge bis zu einer militärischen Lastenklasse von maximal 60, das entspricht 55 Tonnen, können diese Brücke überqueren. Die Bewaffnung des Brückenlegepanzer Biber besteht aus 8 Töpfen der Nebelmittelwurfanlage sowie den Handwaffen der Panzerbesatzung. Die Besatzung besteht aus dem Kommandanten und dem Fahrer. Den Brückenlegepanzer Biber können Sie heute ebenfalls auf Schießbahn 4 live erleben.
Einen Teil der hier gezeigten gepanzerten Pioniermaschinen können Sie bei der Vorführung auf Schießbahn Live heute noch live erleben. Auf Schießbahn 4 heute noch live erleben. Im Anschluss findet auf der Wiese hinter den Tribünen eine Vorführung der Hunde der Kampfmittelabwehrschule statt. Nutzen Sie bitte den linken Ausgang. Das beendet die dynamische Show der Panzerpionierkompanie 550. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sowohl die Männer und Frauen des Sanitätsdienstes als auch die Logistik- und Transportkräfte zeigen ihr Können. Auch militärische Ausbildungseinrichtungen informieren am Tag der Bundeswehr über die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten in den Streitkräften. Neben den Soldatinnen und Soldaten stehen auch Karriereberaterinnen und Berater für Fragen zum Soldatenberuf und militärischen und zivilen Karrierewegen der Bundeswehr bereit. Außerdem erhalten junge Erwachsene durch Talentscouts einen exklusiven Einblick und Zugang zu besonderen Höhepunkten. Den Tag der Bundeswehr gibt es seit 2015. Seitdem findet er jedes Jahr an einem Samstag im Juni statt.